Hab also jetzt Kontrolle Nummer 2 in Vilaine-la-Chouelle erreicht. Es ist mitten in der Nacht und die Kontrollstelle hier ist rappelvoll, obwohl sie sehr, sehr lang ist und rechts und links sind überall Plätze, wo man recht gut die Räder abstellen kann. Ja, sind schon ein paar da, wa? Oh, das ist voll hier. 3:30 Uhr haben wir genau. Ich habe 3 Stunden gebraucht für die Etappe 2 mit den 83 Kilometern. Ja. Meine ganzen Eierchen. Ich glaube, das muss ich jetzt essen. Zumindest die Banane. Das ist schon ein großer Matschkram geworden hier. Ja, das hatte ich irgendwie auch geahnt und deswegen in so eine Tüte reingepackt, oben raufgebunden, dass falls ich sie verliere, ist mir das dann nicht so wichtig. Die Banane quillt da schon raus. Und weil es vielleicht dann ja auch bei der Banane gerade matschig wird. Aber Banane und 1, 2 Eier werde ich jetzt hier essen. Und so muss ich dann hier auch nicht warten. Ich glaube, die Tüte ist schon kaputt. Denn die Kontrollstellen sind teilweise, ja, da muss man lange anstehen, bis man dann da was zu essen kaufen kann. Das erspare ich mir dann jetzt hier bei der zweiten Kontrolle. So, das mit, Handy mit. Bei der ersten Kontrolle war es ja noch sehr leer bei der Essensausgabe, da ging das recht schnell. Ah, und das hier. Bei jeder Kontrolle lade ich dann meine Pulsuhr, damit sie dann für die nächste Etappe wieder rappelvoll ist. Und ich habe ja immer nur so eine halbe Stunde Ladezeit und ich würde sonst irgendwann die nicht mehr voll kriegen, wenn ich sie dann 2, 3 Etappen lang nutzen würde. Naja, bei 8000 Fahrern. Weiß nicht, wir haben glaube ich 3 Uhr oder so. 3:30 Uhr haben wir und habe jetzt 203 Kilometer hinter mir. Und dann geht es erstmal zum Stempeln von der Privé-Karte. Dann gibt es einen Stempel. Die Uhrzeit wird eingetragen. Parallel zur Einfahrt bei den Kontrollstellen, wenn man über diese Matten fährt. Und hier ist dann die Essensausgabe. Man sieht schon, da muss man doch eine lange Weile stehen, bis man dann überhaupt was zu essen bekommt. Also ist schwer abzuschätzen. Ich wollte einmal gucken, was es überhaupt gibt hier. Und dann ja irgendwo mir einen Platz suchen, um da meine Banane und die Eier zu essen. Und hier gibt es also, ich meine, hier gibt es keine warmen Gerichte. Also hier gibt es Baguette und Brötchen und Kuchen und kalte Getränke. Ja, man sieht schon, also es dauert alles, bis die das bezahlt haben. Das ist echt blöde. Man kann sich ja, wenn man da so lange steht, nicht wirklich gut erholen. Dann möchte man schon gerne sitzen. Und ich werde über eine halbe Stunde brauchen. Also hier für Stempeln, Fahrrad abstellen, hier rumlaufen und wieder zurück zum Fahrrad fertig machen und wieder rausgehen. Wird doch relativ lange brauchen. Aber ein bisschen müssen die wohl warten. Eine Schlange. Die ersten legen sich schon auf die Tische mit dem Kopf und schlafen oder probieren es. Ja, hier auch.
Ja, dann hatte ich da einmal drin geschaut, wie es da ausschaut. Draußen hatte ich noch meine Getränke und ja, meine Eier und die Banane liegen. Die hatte ich mir dann noch geholt. Aber draußen war mir dann doch zu frisch. Hier einige saßen da hier draußen, haben was gegessen. Und jetzt so ja, um 4 Uhr oder kurz vor 4 ist mir das dann doch zu kalt gewesen. Bin also wieder reingegangen. Die Banane war überfällig. Hab mir da einen Platz gesucht, um dann so ein bisschen auf dem Stuhl zu sitzen und halt die Banane zu essen. Kurz vor 4 haben wir jetzt. Man merkt schon, 200 Kilometer sind im Körper drin. Und das ist die fiese Zeit, spät nach Mitternacht, wo der Körper dann ja doch runterfährt. Und so die Müdigkeit kommt. Dann haben wir alle einen langen Tag in Rambouillet gehabt, bis es zum Start losging. Na, und dann haben wir jetzt die 200 Kilometer hinter uns. Da schläft auch einer. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, da zu schlafen. Also ich friere nämlich jetzt. Das heißt, ich ziehe mir auch irgendwas Wärmeres an. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen finde, der so heizt, dass mir warm wird. Ja, die sind zu zweit im Tender. Geil. Ja, wie die das geschafft haben, die waren da so aneinander gekuschelt, kurze Hose und dann so eine Alufolie mitgenommen, haben sie sich darauf gelegt und die konnten da wirklich schlafen. Also erstmal das Rad wieder suchen und es war da wirklich rappelvoll. Das kostet wirklich Zeit da. Also wenn man das nicht haben will und wirklich eine gute Finisher-Zeit haben möchte, dann ist es sicherlich ratsam, in die ganz frühen Gruppen zu gehen, dass man auch an den Kontrollstellen früh ist und dass es da nicht so voll wird und da nicht so unnütz Zeit verbraucht, um das Rad zu parken und dann weite Strecken gehen zu müssen für den Stempel und dann schnell wieder zurück zum Rad zu kommen. Ja, also ich glaube 5 Eier oder 6 hatte ich jetzt mit noch, 3 sind nur noch da. Also alles wieder gut verstauen. Dann zurück auf die Straße. Und dann geht es jetzt mit allen anderen hier aus diesem Parkbereich raus. Der fährt in die falsche Richtung. Das war jetzt also die Kontrolle 2 in Vilaine-la-Chouelle. 35 Minuten Pause habe ich da gemacht. 4:05 Uhr ist es jetzt. Raus aus dem Gewusel. Und jetzt geht's weiter zur Etappe 3. Alle noch kurze Hose. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fahre erst mal gucken, vielleicht wird einem dann ja doch wieder warm. Und wenn es kalt bleibt. Meistens ist ja 4 bis 6, 7 Uhr so die fiese Zeit. Ja, ich bin vielleicht auch nicht so der beste Maßstab dafür. Ich friere, glaube ich, eher als die meisten das machen. Aber vielleicht werde ich mich morgen Mittag auf die Zeit oder auf die Temperatur zurücksehen. Wenn dann echt der Schweiß in Strömen läuft. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.